Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Einheit TAG 1815 QLI an. Das ist im Prinzip der gleiche Winkelschleifer wie der 1815 2LI, nur halt, dass er die Schnellsparmutter hat. Also Verarbeitung finde ich ganz gut, kann ich gleich sagen. Die Maße sind auch ganz gut, relativ kompakt. Ich finde den Griff aber viel zu dick. Ich finde den so ein schmaler machen, wie beim Axio zum Beispiel, wenn wir jetzt von Einheit reden oder bei vielen anderen Herstellern. Vibrationswerte sind ziemlich gut, muss ich sagen. Schön wäre halt, wäre überall gummiert. Das macht aber, glaube ich, kein Hersteller. Habe noch keinen gesehen, der das macht. Es gibt sicher einen, aber relativ selten. Dann, ja, Vibrationswerte, wie schon gesagt, sind ganz gut. Ist jetzt da, wo es gummiert ist, ist es halt viel besser und das wäre halt viel besser für den Anwender. Aber was will man tun, wenn man dann die Hand da drauf tut, dann ist halt, merkt man halt die Vibrationen deutlich. Ja, dann schauen wir uns auch da oben an, teilweise 38 Meter pro Sekunde. Ein bisschen besser ist er wie der 1815er 2LI. Vielleicht liegt es an der Schnellspannmutter, dass der einfach besser hebt, ich weiß es nicht. Da nochmal kurz die Vibrationswerte mit Schleifteller, da steigt sie enorm, wie ihr sehen könnt. Ist ein riesiger Unterschied, ob man einen Schleifteller verwendet oder nicht. Da wo es gummiert ist, 20, 30 Meter pro Sekunde, ungummierte Stelle, sind wir schon bei Gurten 95, 94 teilweise, 96 Meter pro Sekunde. Wo es gummiert ist, eben viel weniger, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man eben gummiert. Macht einen riesigen Unterschied. Kommen wir zum Test der maximalen Last, wo man schön sehen kann, wie viel Leistung eigentlich der Winkelschleifer hat, natürlich auch beim Schneiden, aber auch beim Schleifen. Mit dem Test sieht man halt beim Plan vom Gewicht, wie viel Leistung der eben hat. Und ja, am Anfang ist oft so bei den Einhellen, also bis jetzt die ich getestet habe, dass die ein bisschen stärker sein und wenn man dann die ein paar Mal nutzt, dann werden die relativ schwach irgendwie. Das verstehe ich nicht. Das schalten die sehr, sehr, sehr früh ab. Bis jetzt haben wir sogar 9 Kilo, jetzt würde ich sagen 7 und dann wird es immer weniger. Dann fängt er an, weiß nicht, ob das ein Schutz ist, dass er nicht überhitzt oder was da genau los ist, aber wenn man dann ein bisschen mehr Druck macht, ihr seht, jetzt bleibt es noch gleich, aber dann geht es rapide nach unten und dann bleibt er auch relativ unten, wenn man das immer wieder macht. Das verstehe ich nicht. Dann geht er ganz früh geht er in die Schutzschaltung. 6,4 und jetzt wird es immer weniger. Also die anderen sind zum Beispiel konstanter. Wenn man Bosch anschaut, egal jetzt welches Modell, Bosch Grün oder Bosch Blau, die bleiben alle konstanter, wo ich die getestet habe. Das verstehe ich eben nicht, wieso der Einhell auf einmal so einknickt, wenn die Leistung, die knickt einfach ein. Also, ja, man merkt das einfach auch beim Schneiden, weil das ist sehen, dass der ein paar Mal ausgeht und die Zeiten nicht eigentlich zum Gewicht passen, teilweise die der Winkelschleifer da schafft. Kommen wir nun zu den Schneidezeiten. Da bin ich leider enttäuscht, ich weiß nicht wieso. Da muss ich wirklich sagen, dass ich enttäuscht bin, weil der alte Einhell hat sich da besser geschlagen, muss ich sagen, bei den Schneidetests. Seht ihr, es geht eigentlich ganz gut voran, das war noch eine gute Zeit, 10,68. Teilweise geht er dann aus, ihr werdet dann sehen, je mehr Schnitte man macht, desto öfter wird er dann ausgehen. Aber der schlägt sich nochmal schon deutlich besser als der andere, als der 1815 2LI. Der QLI, ich weiß nicht, ob es ein anderer Motor ist oder was die gemacht haben mit der Schutzabschaltung. Er schlägt sich definitiv besser, ist aber bei weitem nicht so gut wie andere Winkelschleifer. Ihr seht, jetzt habe ich das abkühlen lassen, 15 Sekunden der erste Schnitt. Das ist halt eine extrem lange Zeit. Der zweite ist dann natürlich deutlich schneller. Der dritte sollte eigentlich auch nochmal schneller sein. Aber der hat einfach so nachgelassen, dass ich nicht fester drucken konnte, weil eben der dann ausgehen würde. Also es fliegen genug Funken, wie es ausschaut, aber wir sehen können es auch beim dritten Schnitt hintereinander ist er langsamer geworden, weil er eben sonst ausgehen würde irgendwie, also vom Gefühl her. Und die Schnittgeschwindigkeiten sind relativ niedrig, muss man sagen. So, da haben wir nochmal eine Zusammenfassung von all den wichtigsten Daten. Das Gewicht, wie ihr sehen könnt, eigentlich genau gleich, Scheibendurchmesser gleich, Preis ist fast der gleiche, Vibrationen sind im Prinzip fast gleich, Lautstärke ist auch fast gleich, maximaler Druck gibt es einen Unterschied und bei der Geschwindigkeit gibt es eben auch einen Unterschied. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde halt Design halt relativ schwach. Also ich bin nicht positiv überrascht. Ich finde, das soll eigentlich besser sein als der 115 18 Li, aber irgendwie haben die sich jetzt nicht stark gesteigert. Sie haben sich zwar, sind zwar mehr gummiert, haben aber halt das Problem, dass sie irgendwie an Leistung verlieren. Irgendwie maximaler Druck ist nicht so hoch, die Schneidegeschwindigkeit ist nicht so hoch. Was ich nicht verstehe, ist jetzt, der alte ist eigentlich schneller gewesen bei den Schneidetests. Da seien sie im Durchschnitt relativ, also gibt es auch deutlich Unterschiede. Wir verstehen, der 115er QLI
ist irgendwie, schafft mehr Druck, aber teilweise hat er extrem lange Zeiten. Liegt's am Metallstück? Kann natürlich sein. An der Stange, die ich geschnitten habe, dass der teilweise nicht, da 'n verhärteten Stahl gehabt hat und was schwerer zum Schneiden war, kann an dem liegen, ich weiß es nicht. Es muss jeder entscheiden, ob das für ihn 'n interessantes Gerät ist. Alle Winkelschleifer sind unten verlinkt. Ich bedanke mich fürs Schauen. Danke für jeden, der Abo da lässt, Kommentar, Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.